Was für kraftvolle Worte. Thank you very much, Jabin. Thank you. Was diese Predigt mit mir gemacht hat, ist wirklich dieser Bibelvers, den musst du ihm sagen, der Bibelvers, da war so viel Wahrheit in dieser Predigt und ich weiß, die Wahrheit macht mich frei. Das war so das Gefühl. So, there was so much it was so powerful, the message, and the truth makes me free. Yeah. There's so much truth in it. Und ich liebe das, wenn jemand klar auf der Bühne spricht und uns nichts Falsches verspricht, sondern das richtig Gute. I love when someone really tells the truth on the stage. Yeah, you know, I think the story is our story. Yeah. Little has become much. Like that's my wife and I's whole testimony. Ich glaube, die Geschichte ist wie unsere Geschichte und das ist unser Zeugnis. So it's easy to preach now. Es ist einfach zu predigen. Now that I'm 39. Yeah. Jetzt, wo ich 39 bin. But I've just seen it over and over and over again. Yeah. Aber ich habe es immer und immer wieder gesehen. And I've seen so many people they don't, because they don't understand the kingdom, they end up missing out on all these amazing things that God has so for them. viele Menschen, weil sie das Königreich nicht verstehen, dass sie eigentlich so vieles verpassen. Most Christians love the king, but they don't know how the king operates. Oh, ja. Viele Christen kennen den König, aber sie wissen nicht, wie er arbeitet. Ich möchte hier diese Zeit nutzen, gerade auch für dich zu Hause, dass wir da noch ein bisschen hingehen. Glaubst du, dass viele Christen aufgeben, zu früh aufgeben? Do you believe that many Christians give up too early? Yeah, you know, when Paul says in Galatians 6:9, don't grow weary in well-doing, we usually think of burnout as you must have been doing the wrong thing. In reality, they were doing the right thing, but they just quit too soon. So he says, don't quit. You're doing the right things. You're sowing. You're doing all the things that you're in well doing. You're doing the right things, but you're growing weary. So that to me is that scripture kind of changed my life because it made me go, okay, you can give up not just for doing the wrong things or get tired, but you're actually just you're tired doing the right thing. Is Philippians, or where is it? Galatians 6:9. Ah, okay, ja. Galater 6:9. Ja, eben, da sagt Paulus selber auch der Gemeinde, dass sie tun eigentlich das Richtige, diese Kirche, aber sie dürfen nicht aufhören damit. Ja, geben zu früh auf. Geben eigentlich zu früh auf. Und das ist halt dann eben doch ein Thema. Und ich glaube eben auch in vielen von unseren Leben, dass wir da versucht sind, zu früh eben aufzugeben. Was hilft dir dann in diesem Moment, oder wie bist du dahin gekommen, dass du in diesem Moment nicht aufgegeben hast, sondern das Verständnis für das Königreich Gottes erlangt hast? Weil viele hier sind vielleicht versucht aufzugeben. What helped you not to give up? Many are forced to give up early. I think that one, I knew I was called to ministry. Yeah. And I think the reason why it's so important and so awesome to be a part of a church like this is because it gives you a picture of what could be, and not just for ministry, just in if hanging around people who are thinking and dreaming and believing at a high level, like Leo and Susanna, it helps you to go, okay. Number one, the seed of faith hits you first. That's like, whoa, all things are possible. But then you watch their life and you go, okay, they had to endure a lot. It took a lot. It took a lot longer than just telling me how the building came to pass and how long. And so I think that as the writer of Hebrews said, we look at those who have gone before us and we look at, one, their faith and their patience. So you just have to know as a believer, it's not just faith. So faith is high at a conference. Yeah. God can do anything. What we need Monday is patience. Ja.
Also, ja, fassen wir mal zusammen. Ja. Fang du mal an. Ja, genau, es tut uns gut, um einfach wie jetzt hier an der Konferenz, um viele Leute rum zu sein, die in einer Gemeinde, in der Kirche und wo wir ja, so viel erleben und der Glaube an der Konferenz wirklich einfach hoch ist, wir ermutigt werden. Und eben dann ist es nicht nur eben, was Paulus auch sagt, es ist nicht nur Glaube, den du brauchst, weil jetzt ist der Glaube ja hoch und ich glaube und so, aber es ist immer auch die Geduld, wo immer wieder auch Paulus darüber spricht, dass wir eben in der Geduld wirklich sind. Ich fände es sehr schön, es gibt Leute jetzt auch zu Hause, die da mit reinschalten und ihr seid an Orten, wo ihr vielleicht merkt, da hat Gott euch mal einen Traum gegeben. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt cool, wenn Jabin noch für uns betet, gerade für da, wo wir eben einen Traum haben oder wo Gott auch etwas schon über unserem Leben ausgesprochen hat, wo wir eigentlich wissen, dass wir eigentlich so einen Samen haben, den Gott eigentlich in unser Leben gepflanzt hat. Und ich fände es mega schön, wenn Jabin für uns einfach betet, gerade für diese Situationen. Ich werde das Gebet nachher auch noch beten, was Jabin betet. Einfach für dich zu Hause. Und wenn du das hast, ich bitte dich, setz deine Hand mit auf dein Herz und lass dich segnen von Jabin. Ja. Can you pray for us, for the people? Maybe Yeah. God put a seed in their hearts. Totally. And just pray. Yeah. Blessing. Don't give up. And I pray for you. In the name of Jesus, I pray that God would give you the faith and the patience to do everything that He's called you to do. Yes. I pray against the enemy of your soul that would try to steal the seed of God's word in this moment. Yes. And I charge you. I charge you, just like Paul charged Timothy, I charge you Yeah. to not neglect the gift of God that was put in you. Don't neglect the thing that God has put in you, because it's going to produce something amazing. And you're in seed form right now. But in Jesus' name, we declare that you will bear fruit. Yeah. Jesus' name. Wir segnen dich, dass dass dieser Same da drin bewahrt wird, der in Gott da gepflanzt wird und dass der Teufel kein Anrecht hat, das wegzunehmen, sondern dass der aufgehen kann und richtig Frucht bringen kann in deinem Leben. Amen. 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 Thank you very much, Jabin, Thank you. for coming here and answering questions. Thank you very, very much. Und wir gehen jetzt weiter auf dem Balkon oben im Foyer. Da warten nämlich schon Alex und Janice auf uns.